Hallo, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem neuen Projekt. Diesmal auf einem schon bemalten Keilrahmen. Wie ihr seht, habe ich da mehrere Schichten übereinander gelegt. Es sind transparente Schichten mit Alkoholtropftechnik. Die Blüten und Muster habe ich mit einer Schablone gearbeitet. Und ja, das Bild hat lange gelegen und ich wusste nicht genau, was fange ich damit an. Jetzt ist es einfach mal ein Hintergrund für eine neue Arbeit. Und ich habe mich entschlossen, eine Collage zu machen. Dazu habe ich eine Strukturtapete, das seht ihr hier ganz schön. Diese Tapete hat Höhen und Tiefen, hat matte und glatte Stellen. Das ist diesmal ein florales Motiv. Die Farbe, die dort auf der Tapete ist, die entstand, weil ich mit der Tapete auch gedruckt habe. Ich habe also da mit der Gelatineplatte gearbeitet und die Strukturtapete als Schablone benutzt. Deswegen ist die Tapete jetzt so unregelmäßig gefärbt. Das mache ich mir gleich zunutze. Zunächst einmal reiße ich einfach zwei Formen aus, eine größere und eine kleinere. Das kennt ihr ja schon von mir. Und diese klebe ich dann anschließend auf den Keilrahmen. Zum Kleben nehme ich ein mattes Acrylgel, also ein Medium. Das trage ich ziemlich satt auf. Hier versuche ich es mit einem Spachtel, kann man aber auch mit einem Pinsel machen. Schön gleichmäßig. Und dann einfach aufkleben. Ich streiche es fest. Am besten nehme ich dazu ein weiches Tuch, das hole ich mir jetzt gleich erstmal. So kann ich das besser ausstreichen von der Mitte zum Rand. Das gleiche mache ich dann nochmal mit einem zweiten Stück. Das könnt ihr jetzt gleich sehen. Und zwar habe ich jetzt ein konträres Muster ausgesucht, ein geometrisches Muster, auch eine Strukturtapete mit Höhen und Tiefen. Und ihr schaut einfach, wie es weitergeht. Mit einem Aquarellstift oder auch einem Bleistift zeichne ich nun weitere Formen hinzu. Das heißt, ich zeichne sie mir vor. Diese möchte ich dann mit Farbe ausfüllen. Einfach mit möglichst deckender Acrylfarbe.
die erste Form mische ich mir ein Gelb mit etwas Weiß. Dadurch wird das Gelb erstmal etwas pastelliger und etwas deckender. Ich werde aber trotzdem hinterher nochmal eine weitere Schicht davon darüber geben müssen, weil die eine Schicht nicht komplett deckt. Das ist meine Farbwahl für die erste Form. Für die zweite Form habe ich mir ein Grün vorgestellt. Das mische ich auch ein bisschen mit dem Gelb. Dann will ich es noch ein bisschen dämpfen und gebe ein bisschen Pink dazu, ein ganz kleines bisschen. Die Farben, die hier jetzt aufgetragen werden, die werden im späteren Verlauf sich noch ändern, weil ich werde mich später für ein anderes Farbschema entscheiden. Zunächst einmal geht es aber hier weiter. Für dieses dunkle Lila habe ich jetzt Magenta und dieses kalte Phthalo-Grün gemischt. Das ist jetzt ein größerer Kontrast, aber ein Bild braucht ja auch Kontraste, damit es wirkt. Und noch einmal füge ich mit einem Stift eine weitere Form hinzu. Ich habe mir vorgenommen, den Hintergrund zu übermalen. Zunächst einmal transparent zu übermalen. Und das mache ich jetzt mit einem dünnen Weiß. Das heißt, es ist eigentlich ein Titanweiß, was ich sehr, sehr dünn auftrage.
In einem weiteren Schritt decke ich jetzt den Hintergrund dennoch komplett ab, und zwar habe ich mir jetzt eine Art Beige gemischt, und zwar mit etwas hellem Braun und Weiß, und das deckt dieses Rosa komplett ab. Nur die Blüten bleiben noch, die Hintergrundblüten. Jetzt gehe ich daran, in meine Figur so eine Art Auge einzufügen. Ich zeichne das wieder vor und das wird nachher wieder mit Acrylfarben gemalt. Mal sehen, wie es weitergeht. Mit dem Farbschema bin ich nicht ganz zufrieden und das werde ich nachher noch weiter verändern. Hier habe ich noch ein weiteres kleines Element ausgeschnitten aus einer Prägetapete. Das klebe ich auch noch oben drauf. Ja, und nun habe ich mich jetzt entschlossen, ein bisschen eine andere Richtung einzuschlagen, ein bisschen wärmere Farbgebung zu wählen. Beginne mal jetzt hier mit so einem gebrochenen Orange, dann mit einem gebrochenen Gelb, was gleich aber nochmal übermalt wird. Und das Bild verändert sich halt. Alle Töne, die vorher noch relativ klar waren, werden jetzt mit etwas braun gebrochen. So wird die Farbharmonie größer und es wirkt nicht so bunt.
Das ist jetzt mein fertiges Ergebnis und so bin ich mit den Farben auch zufrieden. Es ist wieder eine ganz andere Art zu malen, aber dennoch entspricht es mir irgendwie. Ich finde die Kombination dieser Tapeten und der Malerei eigentlich ganz spannend. Da werde ich bestimmt noch weiter mitarbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und Nachmachen. Okay, ciao!